Auf besonderen Wunsch aus der Community machen wir heute Amerikaner mit Zuckerguss. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Jawohl, geht los. Howdy Cowboy. Ganz klassisches Rezept, ohne viel Schnickschnack, kommt an die Wand. Passt. Und dann geht es auch schon los mit 100 Gramm weicher Butter. 100 Gramm. Die Butter habe ich rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen. Ich denke ja voraus. Manchmal. Was? Ich hätte gedacht, das sind 100 Gramm. Jetzt aber immer noch nicht. Na? Und bitte noch, ne? Was soll der Geiz? So, passt. Kommt in die Rührschüssel. Dazu kommen 75 Gramm Zucker, 50, 60, 70, 50, 60, 70, 75. Oh, meine Feintarierung. 50, 60, 70, 75. So ist es richtig. Soll ja auch exakt sein, ne? Na? Hab ich's? Passt. Auch in die Schüssel. Dazu ein Päckchen Vanillezucker. Brauchen wir nicht abwiegen, sind immer 8 Gramm. Und eine Prise Salz. Oh, ist ein bisschen viel, ne? So, ist gut. Dann können wir das Ganze schaumig rühren. Pinögel in die Maschine. Habe ich es diesmal richtig rum? Nein. Hat das jemals geklappt auf Anhieb? Ah, jetzt passt er überhaupt nicht mehr. Was ist denn das? Ist das so richtig? Der hat doch irgendwie eine Unwucht hier. Das gibt es doch gar nicht. So, nochmal der. Passt nicht. Mensch, 50-50 Schank kann man doch nicht dreimal falsch machen. So. Jawohl. Staubschutz drauf. So. Ist das jetzt schaumig? Jo, geht. Ist gar nicht viel drin. Vielleicht hätte ich eine kleinere Schüssel nehmen sollen. Dann müssen wir 2 Eier unterrühren. Diese hier. Die habe ich rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen, damit die nicht zu kalt sind. Der Teig soll sich nicht erschrecken. Ich tue die immer erstmal in so eine Schüssel, weil ich das absolut nicht mag, dass da, wenn da irgendwie Eierschale in meinen Teig reinflutscht. Da bin ich sehr pingelig. Aber diesmal ist alles gut gegangen. Kurz unterrühren. Sieht auch schon gut aus. Weiter geht's mit 250 Gramm Mehl. 250 Gramm. Typ 405, also Kuchenbackmehl, sage ich mal. Na, ob das noch 250 werden hier in meiner Tüte? Doch. Oh, nur ein bisschen großzügig bemessen. Boah, so passt das. Das Mehl kommt in die Schüssel. Dazu einen Esslöffel Speisestärke und 3 Teelöffel Backpulver. Wie soll ich das jetzt wieder hinkriegen? 1, 2, 3. Jetzt war ich natürlich wieder ein bisschen zu voreilig. Eigentlich hätte ich Mehl, Backpulver und Speisestärke erst separat in der Schüssel verrühren sollen und dann in die andere Masse rein expedieren. Aber ich denke mal, das wird auch so gehen. Ich kann das ja hier nochmal schnell so ein bisschen verteilen, dann ist das nicht ganz falsch. Staubschutz drauf und verrühren. Ach ja, eigentlich sollte ich das Gemisch von Mehl und so weiter zusammen mit 80 Milliliter Milch nach und nach im Wechsel unterrühren. Konzentration ist heute nicht zum Besten bestellt, bisschen mangelhaft. Aber er hat sich redlich bemüht, hätte mein alter Lehrer wahrscheinlich gesagt. 80 Milliliter, das ist knapp unter 100. So, passt. Das gebe ich dann nach und nach mit zu, wie gewünscht. Nach und nach. Bitte. Jetzt haben wir einen schönen, fluffigen Rührteig. Lieber mal einen Blick aufs Rezept werfen, bevor ich noch mehr Unsinn mache. Was haben wir? Schritt 5. Backpapier aufs Blech legen, das kriege ich hin. Backblech. Oh, da ist noch altes drauf. Das wäre, glaube ich, geschmacklich nicht so. Machen wir lieber neu. Nächster Schritt ist
den Teig mit der Spritztülle keksförmig oder amerikanerförmig auf das Backblech mit dem Backpapier zu expedieren. Aber ich habe die Spritztülle verschlüsselt. Finde ich nicht. Alles zweimal durchsucht, ist weg. Also nehme ich einen Löffel, geht bestimmt auch. Stellt euch einfach vor, dass wir eine Spritztülle machen wir jetzt den Keks. Man muss da ein bisschen Abstand lassen, sonst wachsen die nachher zusammen während des Backvorgangs. Machen wir nochmal ein bisschen größeren. So, alles. Ein bisschen nachformen. Das merkt kein Mensch. Backofen auf 180 Grad, 50, 60, 70, 80, Ober- und Unterhitze. Und in 15 Minuten wissen wir, ob es was geworden ist. Na, das ist okay. Also das wird mit der Spritztülle auch nicht anders aussehen, würde ich mal sagen. Die zerfließen ja so und so. Will ich mal gucken. Von unten auch nicht angebrannt, jedenfalls nicht allzu sehr. Dann kommen die jetzt zum Auskühlen auf das Auskühlgitter. Autsch, der ist doppelt. Wunderbar. Während meine Amis da schon mal ein bisschen runterkühlen, kann ich mich an die Glasur machen. Heißt das Glasur oder an den Zuckerguss mit Puderzucker und Zitrone. Die wird in der Mitte durchgeschnitten. Vorsichtig. Wunderbar. Und dann kommt meine putzige kleine Zitronenpresse zum Einsatz. Ist eigentlich eher was für die Vitrine, die Zitronenpresse, die ist irgendwie aus den 50er Jahren. Aber man muss die Sachen ja auch benutzen. Ich traue mich gar nicht, da so doll drauf zu pressen, weil dann was kaputt gehen könnte. 3 Esslöffel Zitronensaft brauche ich nur, das dürfte mehr als genug sein hier. 150 Gramm Puderzucker, das ist eine ganze Menge. Prima, kommt in die Schüssel. Na, wieder die Hälfte daneben, freut sich der Hund. Und dann 1, 2, ja, war doch gar nicht so viel. 3 Esslöffel Zitronensaft. Ach, dann kann ich den Rest auch noch mit rein. Und alles schön verrühren. Boah, fest wie Beton, da kannst du auch eine Wand mitmauern. Mit der Masse bestreiche ich jetzt meine ausgekühlten Kekse. Von der Unterseite wollte ich das eigentlich machen. Ja! Habe ich doch auf den letzten Metern hier noch gefuscht, ne? Ja! Sag mal. Das ist heute echt irgendwie nicht mein Tag. So, fertig. Noch ein bisschen mit bunten Streuseln dekorieren. Dann kann man das zum Beispiel für einen Kindergeburtstag nehmen. Ich mache es mal bei 2. Sieht doch nett aus. Na, bin ich ja mal gespannt. Der Guss ist super geworden. Da kann man auch nichts für falsch machen. Keks vielleicht ein bisschen zu massig. Oberseite ein bisschen zu knusprig. Wie immer bei mir. Hätte doch 5 Minuten eher aus dem Ofen nehmen sollen. Insgesamt schmeckt aber nach Amerikaner. Lecker, kann man mal an die Kaffeetafel geben oder als Nachtisch vielleicht. Oder Silvester, wenn man keine Berliner mag. Schmeckt. Ich genieße meinen Ami und ihr macht was Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal. Und was glaubst du, wer wird der nächste Präsident? Ich glaube, Lisa Simpson wird das. Das ist doch eine Zeichentrickfigur. Na und? Da geht doch alles heutzutage. Ein bisschen künstliche Intelligenz und so. Du brauchst auch mal ein bisschen künstliche Intelligenz. Soll das denn nun wieder heißen? Ja, du weißt schon, wie ich das mache. Ja, weiß ich komme da gleich rüber. Du. Ja, dann komm mal her. Ich esse das auf und dann geht das los.